Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei unserer roten Couch. Wir haben zwischendrin nochmal das Personal gewechselt. Unser neuer Gast ist Patrick Vernier. Und ich darf Ihnen gleich im Voraus schon mal verraten, das könnte jetzt etwas unterhaltsam werden, denn wir müssen dieses Interview jetzt in Englisch führen. Ich werde natürlich versuchen, Ihnen das simultan zu übersetzen und hoffe, dass das alles ganz gut klappt. Ich hatte das letzte Mal vor 5 Jahren in der Schule Englisch, von daher. Aber ich bin schon sicher, das werden wir hinkriegen. Gut. Monsieur. Er ist Medienpädagoge aus Belgien, um ihn noch mal kurz vorzustellen. Und in Belgien hat man jetzt einen neuen Studiengang eingeführt. Das ist der Master of Media Education, also sozusagen der Master der Medienpädagogik. Und wir werden jetzt mal fragen, warum er das getan hat, beziehungsweise warum Belgien das getan hat, diesen Studiengang einzuführen. Und wie es überhaupt mit der Medienpädagogik in Belgien aussieht, wo die Probleme, wo die Chancen sind und was natürlich der Vergleich zu Deutschland macht. Gut, Mr. Vernier. The new education grade you invented in Belgium. What was the reason why you said we need this new grade? Well, the need of having a specialized educational professional on media literacy come from the practices. I mean, so the problem in Belgium we encounter, we have a strong policy regarding media literacy now. So let's say that structurally media literacy is embedded now in the school system. But in fact, when we observed what happened on the ground in the schools, the fact is that we observed that many of the teachers have no expertise in this field, have no skills, they have not been prepared to launch and to coordinate media education projects. So the reason why we decided to launch this new master degree is to make it possible for teachers to be more specialized in this issue. Mhm. Also was er sagt, ist im Prinzip, dass er festgestellt hat, beziehungsweise Sie festgestellt haben in der Einrichtung, in der er tätig ist, dass eben die Lehrer immer mehr mit der Lage konfrontiert werden, dass natürlich die Schüler immer mehr diese neuen Medien nutzen. Das Problem ist aber, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie dieses Wissen und den Umgang damit weiter lehren sollen, beziehungsweise wie sie damit an die Schüler herantreten sollen. Das ist eben der Sinn dieses neuen Studiengangs, sagt er, dass diese Sache den Lehrern jetzt auch beigebracht wird, effektiv, und dass man damit jetzt also quasi noch näher die Lehrer mit diesem Medienkomplex vertraut machen will und eben auch natürlich speziell in dem Umgang damit, wie bringe ich es den Schülern bei. And when did you invent this education grade? So it launched this year in September. It's the first year we launched it. So it's a 2 years master degree. So we are just starting now with the first group, experimental group of 15 teachers that decided to be specialized on media literacy. Also Sie haben diesen neuen Studiengang jetzt erstmal auf eine Gruppe von 15 Testlehrern, sozusagen Teststudenten, angewendet, die diesen Masterstudiengang jetzt machen. Und das gibt es erst seit diesem Jahr, hat er jetzt gerade gesagt, was auch sehr interessant ist. How does that work? The students, they take a normal education and then it's just a master up upon? Yeah, they started, it's an initial training, so I mean, so most of the students are coming from pedagogical schools, so they are teachers, but they are able to decide to make 2 years more to be degreed on media literacy. So that's the idea. And so we found that there was an interest from these young teachers to follow and to pursue their studies, to be specialized on media literacy. So they were interested to do this? Yeah, It was, in fact. So we probably, regarding all the school systems, we probably for the first group, experimental group, we succeeded in reaching this kind of profile, that young teachers that are aware of the needs and the necessity of developing media literacy into the schools, and so they decided to take this new master degree. Yeah. Also ganz kurz zur Erklärung, es ist ein 2-jähriges Masterstudium, was also quasi auf einem normalen Lehrerstudium aufbaut. Das heißt, es ist ein zusätzliches Weiterbildungsangebot, was nochmal
diese Fachrichtung genau mit einbringt in das Studium. Und er sagt auch, dass das Projekt eigentlich auch hauptsächlich aus dem Interesse gewachsen ist, dass die jungen Lehrer gesagt haben, sie möchten das gerne lernen und sie würden das gerne lernen. Und da freut er sich natürlich sehr darüber, dass dieses Projekt jetzt auch dementsprechend dahingehend gefestigt und weiterentwickelt wurde. Are there any problems in media education you see at Belgium? What are the kind of problems you are seeing in the schools when teaching media? Well, the main problem I could highlight is probably the actual situation is that the different part of the media education are completely disconnected. So some of the teachers are working more on technical part. Other teachers are working more on social and informational part. So that's one of the big problems, but that is not specific to Belgium. We can encounter that in other countries. Okay. Is the disconnection between the three main elements of media literacy. I mean technical, social relation, and informational critical analysis part. And so that's also one of the challenge of this master is to create a new kind of teachers that are able to use technical device to develop technical skills based on social skills and information skills. So that's the main challenge. So all-round package. Yeah. Okay. Yeah. All the dimensions that are that I think is are needed to be embedded in the media education work. Okay. Also das, was er sagt, ist im Prinzip, dass das Problem, mit dem die bisherigen Lehrer oder bisherigen Lehrkräfte sich konfrontiert sehen, ist eben, dass viele Schüler bzw. viele Lehrer zwar diesen Umgang mit den Medien kennen, aber das alles sehr spezialisiert und differenziert stattfindet. Die einen kennen sich sehr mit der Technik aus und gehen gezielt auf die Technik, die anderen gehen kritisch mit dem Inhalt um und da gibt es eben noch kein einheitliches Leitbild, wie man sowas am besten im Gesamtpaket lehrt und deswegen ist dieser Studiengang auch darauf abgerichtet, zum Beispiel eben ein sogenanntes Allround-Wissen zu vermitteln, dass eben der Lehrer in alle diese Bereiche reingehen kann und eben die Schüler nicht nur immer mit einzelnen Bereichen weiterbilden kann, sondern eben mit einem gesunden Gesamtpaket dann in diesem Lehrgang startet. Where do you see the differences in media education between Belgium and Germany? Are there any differences? As far as I understand what is happening in Germany, what I understand actually is that probably you have more experience in what I see in the different workshops. First element, I would say you are probably advanced in the way of building media literacy on the basis of the real uses of the young people. So that's one of the characteristics I heard during the workshop. The second one is that the technical dimension, on my point of view in Germany, is much more embedded in pedagogical activities than that we can find, for example, in Belgium or France or other countries in Europe. So these two characteristics are very important. I saw also a real dynamic of teachers, educators, practitioners that are really engaged in media literacy, and that's probably one space. We can find that in other countries also, but I mean the mix of these three elements is probably typically to the German approach of media literacy. So you mean the kind of the way the teachers educate their kids is in Germany a bit more forward than in Belgium. Well, it's not a question of seeing that it is forward or backwards. Okay. But I mean, the first element is really what I understood is that media educators in Germany are much more advanced in in building their media literacy projects or activities based on the uses, the real uses of young people. I mean, for teachers in Belgium, for example, they have a project for the young people, but they do not necessarily start from the starting point to understand and to build really media literacy on the real uses of young people. So that's one of the characteristics. And the second one
is the technical part. I mean, as far as I saw in this forum with the title also, that the use of technical part of media literacy is much more embedded in pedagogical activities that compared to what I see in other countries and in Belgium. Okay. Um das mal ganz schnell zu übersetzen, was er eben sagt, der eine Punkt ist, dass in Deutschland zum einen Lehrerinnen und Lehrer schon viel mehr dieses Vernetzen, was wir vorhin angesprochen hatten, in dem Lehrgang viel mehr schon können und auch viel mehr schon umsetzen und zum anderen natürlich auch diese technische Variante schon mehr einbeziehen, also den Umgang im technischen Bereich, wie bediene ich das Gerät, was kann ich damit alles machen, bei uns schon sehr weit fortgeschritten ist. Und was er auch noch gesagt hat, ist eben, dass bei uns in Deutschland die Erfahrungswerte viel stärker verankert sind, dass wir eben viel mehr damit arbeiten, wie es wirklich ist und was wir erstmal gucken, wie ist überhaupt der Status quo und dann darauf aufbauen. Und er sagt, es gibt zwar Projekte in Belgien, die damit arbeiten, aber die setzen woanders an. Die nehmen halt einfach das Thema auf und fangen an, damit zu arbeiten, anstatt sich vorher anzugucken, so wie wir das zum Beispiel machen, sich vorher anzugucken, wo ist der Status quo und wie kann man darauf aufbauen. Do you have any wishes? What are your big wishes in Belgium? What is missing in media education in the next years? Well, what is missing is what we are trying to work on actually. I mean, to have a generation of new teachers able to manage, use, build a project, media project into the school system. So that's the first challenge, to have a new generation of teachers that are able to handle that. The second one is is about the school system, of course. We are working hard on that to really create the conditions to make it happen on the ground. So we need to develop structurally the media education sector regarding the school system in terms of programs, directive coming from the ministries, etc. So that initiatives can be supported by the structure of the school system. Okay. Also was er sich wünscht, habe ich ihn gefragt für die Zukunft jetzt in den nächsten Jahren in Belgien, und der hat darauf geantwortet, dass er sich zum Ersten natürlich wünscht, dass es jetzt eine neue Generation von Lehrern sozusagen gibt, die also lernt und weiß, kompetent mit dem Thema Medien umzugehen und das auch richtig an ihre Schüler weiterzugeben. Und was er natürlich auch sagt, was schön wäre, wo sie auch im Moment hart dran arbeiten, ist eben, dass dieses Thema Medien in die Schule mehr integriert wird natürlich, aber auch, dass die Möglichkeiten vom Schulsystem her, von den Fächern und so, auch dafür geschaffen werden, dass das zugelassen ist, dass man das machen kann, die Medien dort zu integrieren. Und dabei wünschen wir ihm viel Glück, good luck, and Thank you. Thanks for the short talk.